Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kotzlo. Ich begrüße euch heute aus Klebronn und zwar genau gesagt aus dem Erlebnispark Tripsdrill. Und das Ganze heute etwas unvorbereiteter als sonst tatsächlich, also noch unvorbereiteter als sonst. Heute auch ein paar Special Gäste dabei, das zeige ich gleich wahrscheinlich noch. Und wir sind heute tatsächlich aus dem Grunde hier, weil wir für den Park, wo wir eigentlich hin wollten, nämlich in den Holiday Park, heute tatsächlich keine Tickets mehr gekriegt haben. Von daher schon mal gleich der erste Tipp an euch, macht's schlauer als ich. Versucht nicht erst einen Tag vorher euch Tickets für irgendeinen Freizeitpark zu besorgen, sondern vielleicht doch ein paar Tage vorher. Dann habt ihr nicht das Problem, was wir gerade hatten. Also war gestern Abend erstmal noch ganz schwer Suche nach einer Alternative angesagt. Nichtsdestotrotz, ich denke, wir haben hier was Schönes gefunden. Ich persönlich war Tripsdrill bis jetzt noch gar nicht und war da schon sehr gespannt, was uns hier erwartet heute. Und ich freue mich darauf, euch heute auch einen Guten Tag hier durch den Park mitzugeben und wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Wir kommen jetzt gerade aus dem Waschzauber-Rafting, ein Lokflug von der Firma Magrides aus dem Jahr 2000. Das Besondere an der Bahn ist, dass nicht so wie bei den normalen Lokflugs, die wir sonst so kennen, eigentlich Holzstämme nachgebaut werden, sondern wir fahren hier mit einer Badewanne, daher natürlich auch der Name, und begeben uns hier auf die kleine Reise zum Jungfernbrunnen, wo man dann auch schön ältere Damen beim Baden zuschauen kann. Und ich dachte mir, das ist doch gleich auch der perfekte Moment, um hier meine beiden Special Guests mal kurz vorzustellen. Die gerade frisch aus den Jungfrauen kommen. Genau, das sind Klaus und Uta, die sind gerade schön mitgefahren und Lars. Ja, erfrischend. Vollkommen und erfrischend. Genau, richtig. Also ordentlich nass wird man auf jeden Fall. Also ich finde was ziemlich Cooles kurz vor der letzten Abfahrt. Findet man sich relativ weit oben im Park und hat eine schöne Aussicht, kann sich den Rest des Parks ganz ordentlich angucken. Und für mich und ich glaube für uns alle ein bisschen überraschend war, dass man auch tatsächlich hinten nicht unbedingt trocken ist, da es ja auch auf der Abfahrt gibt, weil immer dann nur rückwärts den Linie runterfährt. Und dementsprechend natürlich auch von hinten ordentlich geduscht wird. Ja, kann ich bestätigen.
So, unser Kommentar zu der Fahrt ist dann folgender. Ja, so ungefähr ging es uns gerade auch. Vielleicht klappt das ja. So, wir befinden uns jetzt gerade vor der Werkstatt von Karle Kolbenfresser, dem berühmten Erfinder hier aus dem Schwabenland. Und sind dann auch gerade schon eine Runde mit seiner neuesten Erfindung gefahren, nämlich mit Karacho, dem Raketen-Oldtimer. Und ja, also super coole Fahrt, hat unheimlich viel Spaß. Fängt relativ langsam an, im Dunkeln mit einer kurzen Kurve. Dann ein kleiner Drop, den man auch erstmal nicht sieht, gefolgt von einer Hardline Roll. Danach dann auf die Beschleunigungsstrecke, wo die Achterbahnzüge dann innerhalb von 1,3 Sekunden auf über 100 km/h beschleunigt werden. Draußen ein Outboard Tophead, gefolgt von mehreren Inversionen, unter anderem Corkscrew, Dive Loop, Inline Twist. Also jede Menge verschiedene Fahrfiguren kurz hintereinander. Von daher kaum Zeit, um zwischendurch mal durchzuatmen. Und ja, wie uns das Ganze gefallen hat, das wird euch jetzt mal der Klaus erzählen, der mir vorhin auch erzählt hat, dass er seit 40 Jahren oder nach 40 Jahren jetzt heute das erste Mal wieder in einem Freizeitpark unterwegs ist. Und da sind wir doch schon alle ganz gespannt drauf. Also Klaus, Lars. Ja, das waren wieder Eindrücke nach 40 Jahren. Da kann man drauf bauen. Aber einmal von unten nach oben. Nee, aber ist schon super. Genau, auf jeden Fall ist auf jeden Fall von dem, was wir bis jetzt hier gefahren sind, eine mit der ja, ich würde sagen, mit der anspruchsvollsten Achterbahn. Ich bin noch gespannt, was jetzt noch auf der Liste steht, ist Volldampf bzw. Hals über Kopf. Mal gespannt, wie die beiden noch sind, aber momentan steht Karacho hier im Park auf jeden Fall ganz weit vorne. Grundsätzlich hier hinten im hinteren Parkbereich, wo wir uns jetzt gerade befinden, sind innerhalb von ziemlich kurzer Zeit gleich 3 neue Achterbahnen gebaut worden. Zum einen die Xenk Sau, wo ihr wahrscheinlich an dieser Stelle schon ein On-Ride-Video gesehen hat. Hinter mir die Holzachterbahn Mammut und halt eben Karacho.
sind gerade in der Suppenbeschlüsselfahrt und ich glaube, hier eignet sich keine andere Fahrt so gut dafür, für das folgende Format, nämlich ein On-Ride-Review. Okay, das kam jetzt überraschend. Ah, jetzt ist die Tür zu. Gut. Kurz vorm Ende, fantastisch. Sommerchen kommt jetzt auf Ihre Kosten. Und wie ist es so? Ja. Okay, ich glaube, wieder erwarten sind wir gerade die wahrscheinlich schlimmste Attraktion hier im Park gefahren mit den Suppenschüsseln. Ich glaube, da sind wir uns gerade alle einig. Das war doch ein klein wenig eine Überraschung. Eine Fahrt mit Tücken. Ganz genau. So, ich stehe jetzt hier vor den Neuheiten hier im Erlebnispark Tripsdrill, den beiden letztes Jahr eröffneten Achterbahn, einmal Hals über Kopf und einmal Volldampf. Reden wir zuerst mal über Hals über Kopf. Wie ich finde, eine super coole Achterbahn, ein SLC von Vekoma mit komplett neu entwickelten Sitzen. Und ich muss sagen, dass die Sitze neu entwickelt worden sind, das merkt man halt wirklich total. Also gegenüber den normalen SLCs, die für mich sehr, ja, nahezu nicht fahrbar sind oder zumindest sehr unbequem fahrbar sind, wegen den fiesen Schulterbügeln, die man dort hat und wo man sich ganz gerne mal den Kopf dran aufschlägt. Hat der SLC hier tatsächlich nur noch Lap-Bars, was natürlich gerade auch bei den Überschlägen deutlich interessanter ist und ein schönes freies Fahren. Und ja, das Ganze geht halt los hier aus dem Bahnhofsbereich raus, wo ich leider sagen muss, dass wir dort heute die wahrscheinlich unfreundlichste Mitarbeiterin des Tages erwischt haben. Hat mit was damit zu tun, wir standen da gerade ein bisschen, oder beziehungsweise die Schlange hier wurde gerade ein bisschen länger, weil die meisten Leute einfach vorne in die erste Reihe wollten, was natürlich nicht unbedingt geht, wenn dann der Zug leer losgeschickt werden muss. Aber es ist halt, wie ich finde, eine Sache, den Leuten mitzuteilen, dass sie halt eben nicht alle in der ersten Reihe sitzen können. Die andere Sache ist die Art und Weise, wie man das macht. Und naja, das würde ich sagen, ist hier noch ein klein wenig verbesserungswürdig. Aber zur Fahrt selbst, wie gesagt, es geht dann hier aus dem Stationsbereich raus auf etwa 30 Meter. First Stop, danach dann direkt schon die erste von 4 Invasionen. Und ja, das Ganze wird durch die 8 Meter lange Strecke wird dann mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h durchfahren. Und ja, wie ich vorhin schon dachte, einfach vom Fahrgefühl her super smooth, sehr, sehr angenehm. Hat auch ein Stückchen weit damit zu tun, dass die neuen Sitze in den Kurven tatsächlich anfangen ein bisschen mitzuschwingen, was hat das Fahrerlebnis in der Kurve deutlich sanfter und angenehmer macht, als es bei den normalen Sitzen bis jetzt so der Fall gewesen ist. Von daher für mich persönlich eine wirklich super schöne Neuentwicklung, auch wenn der Typ selber natürlich schon altbekannt ist und auch die Achterbahn selber jetzt keine direkten Rekorde bricht. Aber allein die neu entwickelten Sitzen, finde ich, sind es auf jeden Fall wert, mal getestet zu werden. Wenn die von hinten kommen.
Die andere Neuheit aus dem Jahr 2020 ist ebenfalls von Vekoma, dieses Mal allerdings ein Family Boomerang Coaster, und zwar die neue Achterbahn Volldampf. Ich finde es super schön gestaltet, sehr, sehr liebevoll. Das Stationsgebäude erinnert auch tatsächlich an einen Bahnhof mit der großen Bahnhofsuhr, die man unter der Decke angebracht hat. Und der Zug selber wurde dann als tatsächlicher Eisenbahnzug nachempfunden. Und ja, als schönes liebevolles Detail, was dort mit eingebaut wurde, ist, dass jeder Wagen von dem Zug einen anderen Namen hat. Und zwar Namen, die von den umgebenden Gemeinden hier inspiriert worden sind. Und zwar kommen sie auch genau so vor, also in der Reihenfolge, wie sie in dem schwäbischen Lied Schwäbische Eisenbahn vorkommen. Und ja, das Ganze soll halt eben ein Hommage daran sein, an die schwäbische Eisenbahn selber, von der man ja sagt, dass sie entweder sie kommt oder sie kommt halt nicht. Und ja, dementsprechend wie im gesamten Park alles hier mit einem schönen Augenzwinkern zu betrachten, und eine sehr, sehr coole Achterbahn für Familien. Mindestgröße für die Achterbahn bis 95 cm, also durchaus auch schon mit kleineren Kindern fahrbar, und Mindestalter 4 Jahre, von daher wirklich Spaß für die ganze Familie. So, einmal winken. Hui. 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 So, liebe Leute, das war's für heute. Reimt sich sogar, wunderbar. Wie unschwer zu erkennen ist, haben wir uns jetzt gerade in den Biergarten zurückgezogen. Was das bedeutet, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Unser Tag hier im Erlebnispark Tipsdrill ist hiermit beendet. Und ja, was soll ich sagen, es war ein grundsätzlich sehr, sehr, sehr schöner Tag. Tripsdrill-Thematik ist ja das Schwabenländle im 18. Jahrhundert, was ich persönlich finde, was sie wirklich sehr, sehr schön hier umgesetzt haben. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Und auch generell finde ich, der Park, der wirkt hier überhaupt nicht wie ein Fremdkörper in der Landschaft. Also wenn man auf den etwas höheren Attraktionen unterwegs ist und mal ein bisschen den Blick schweifen lässt, dann sieht man ringsum halt die schönen Weinberge hier im Badenland. Und ja, grundsätzlich fügt sich der Park hier wirklich sehr, sehr gut rein. Auch die Achterbahnen, die hier stehen, die wirken nicht so wie manche anderen Parks einfach als Stahlmonster, sondern sie, wie ich finde, passen hier einfach sehr, sehr gut einfach in das Gesamtbild der Umgebung. So, wie war es denn für euch? Ja, ich kann nur sagen, kann mich anschließen. Der Tag war sehr schön, hat uns gut gefallen. Und vor allen Dingen muss ich sagen, das ist ein Park für Groß und Klein und für Omas und Opas und eine ganze Familie. Ich bin voll auf meine Kosten gekommen. Es war sehr, sehr schön und er lebt noch. Nein, muss ich sagen, und wunderbar, schön angelegt mit viel Grün. Und man kann sich hier wirklich den ganzen Tag wunderbar aufhalten und sich wohlfühlen. Immer mit kleinen Oasen wieder zum Verweilen und einen Schluck zu trinken und ein bisschen was zu essen hatten, und dann geht es wieder weiter. Ist alles rundum eigentlich eine runde Sache. So viel von mir dazu. Klaus, deine Lieblingsattraktion? Ja, ich schließe mich dem Ganzen an. Sehr gut. Ich habe ja auch nicht mehr viel zu hinzufügen. Lieblingsachterbahn? Das war hier die... Welche war es? Nicht die Holz? Nee, die... Weißt du noch? Die mit dem Abschuss? Nee. Die zweite, wo ihr vorhin vorletzte. Nicht die letzte jetzt, wo wir gefahren sind. Die vorletzte war die mit dem Zug. Nein, die meinst du auch nicht. Nein. Wo man richtig runtergegangen ist hier. Ja, das war die, wo Karacho meinst du? Karacho. Genau, die mit dem Abschuss drin. Die Ja. war für mich
Die Nummer 1. Carajo Caramba an Whisky, genau. Oh Gott. Das muss aber rauskommen. Oh, Genau, also grundsätzlich muss ich auch sagen, Carajo war auch für mich hier das Liebling, wobei ich auch sagen muss, dass mir persönlich auch die neue Achterbahn hier Hals über Kopf sehr gut gefallen hat. Die habe ich ja vorhin schon etwas ausführlicher im Review erzählt, gerade deswegen auch, weil der als Suspended Thrill Coaster ja wirklich einer derjenigen von diesem Achterbahntyp ist, die wirklich mal einigermaßen fahrbar sind, ohne dass man da auch starke Kopfschmerzen hat, aufgrund der neuen Bügel. Von daher fand ich auch sehr cool. Grundsätzlich zu den Achterbahnen, auch hier gilt, es gibt hier durchaus Thrill-Achterbahnen wie eben Carajo und auch Hals über Kopf, aber es gibt durchaus auch Achterbahnen, die für die ganze Familie da sind, wie beispielsweise Mammut. Tatsächlich, also auch die große Holzachterbahn hier, finde ich, ist auch durchaus für Kinder geeignet, da sie relativ wenig Airtime hat. Und ja, gesenkte Sau, die ist auch eine ziemlich coole Achterbahn eigentlich für die ganze Familie und selbstverständlich Volldampf, der Bumerang vom Vekoma auch super cool. Auch durchaus für alle ein spaßiges Vergnügen, wie ich finde. So, wir trinken jetzt gemeinsam noch schön unser Bierchen hier leer und werden uns dann so langsam auf den Weg nach Hause machen. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick hier in den Park geben können. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da oder abonniert diesen Kanal, um auch zukünftig nichts mehr zu verpassen. Ich verabschiede mich. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Euer Marc von Corkscrew.